wir Iraner wollen eigentlich nur feiern. Wir lieben das Leben und diese Leute, die uns da regieren, die lieben den Tod. Keiner will das ja, aber die Typen haben das so, was sind solche Großmäuler, ja? Die haben, ja, wir machen Tel Aviv platt, wir errichten eine Moschee im Weißen Haus. Ich persönlich ich bin so hin und her gerissen, ich will, dass die Mullahs weg sind, ja. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt gerade passiert oder nicht. Wir haben alle wir sind hoffnungsvoll, aber es ist natürlich total schmerzhaft, dass meine Mutter nicht schlafen kann, weil dann um sie herum die ganze Zeit Bomben fallen. Meine Schwester. Also, wir sind in Berlin. Ich bin gerade zu Besuch in Berlin und habe heute zu Gast den Namito. Und wir wollen mal über ihn sprechen als Person, als DJ, und du bist Iraner. Du bist im Iran aufgewachsen und irgendwann im Laufe von deinem Leben, also relativ früh, dann nach Deutschland gekommen. Ja. Ja, dann gehen wir mal Step by Step vielleicht mal durch. Ja. Da Iran ja jetzt, also da wir hier sitzen, ich glaube, die USA und Israel haben angefangen, den Iran zu bombardieren vor, wie viele Tage ist es jetzt her? Genau eine Woche. Genau eine Woche, okay. Nur, dass man es zeitlich besser einordnen kann. Ja. Ja, okay. Ich würde gerne mal anfangen, du als DJ bist recht erfolgreich, international. Ja, also das sollen andere beurteilen, aber es lief bis vor kurzem noch ganz gut. Was passiert? Ja, durch die Unruhen im Iran, ich muss noch mal dazu sagen, ich lege zwar seit 37 Jahren auf, aber in den letzten 5 Jahren habe ich eigentlich ausschließlich iranischen Publikum gespielt. Also durch die Musik, die ich gemacht habe, das hat sich so etabliert, dass da eigentlich nur noch weltweit so die Diaspora kommt. Mal bis zu 2000 Leuten in Toronto. Aber es sind eigentlich 99% Iraner. Aber weltweit? Weltweit, also die Leute, die außerhalb von Iran leben. Mhm. Und durch diese Unruhen und das Massaker von der islamischen Regierung an die Menschen hatte natürlich gar keiner mehr Lust zu feiern. Wir haben ganz viele Verträge erstmal aufs Eis gelegt. Es ging ja so Ende Dezember los und da plant man ja das Jahr neu und so. Und wir hatten eigentlich die Auftragsbücher voll, aber ist auf 0 runtergegangen tatsächlich. Ja, das Gute ist, du hast jetzt Zeit, weil wir haben Samstag, um mit mir hier zu reden. Ja, okay. Das heißt, was zeichnet deine Musik aus? Ich habe ihn 2019 habe ich eigentlich einen tragischen Fall in der Familie gehabt. Mein Schwager ist an Krebs gestorben. Mhm. Und bei der Zeremonie sozusagen haben meine Schwestern angefangen, ein altes persisches Lied zu singen. Und ich habe da sofort irgendwie so Gänsehaut bekommen und habe die noch also am selben Tag in ein anderes Zimmer genommen, die beiden Schwestern, und habe gesagt, singt mal nochmal. Und habe das mit dem iPhone aufgenommen. Und das Ding ist zu einem richtigen Welthit geworden. Also war, glaube ich, 2 Jahre im Beatport in den Charts. Wie heißt der Track? Stoneflower. Stoneflower, okay. Muss ich auch nochmal schauen. Ja, und das Interessante war, also Iraner haben keinen Zugang zu Beatport wegen Kreditkarten und so. Das heißt, das war eigentlich nicht Iraner, die das Ding so gut fanden. Es war so ein internationaler Hit eigentlich. Aber da habe ich gemerkt, dass wie hungrig die Menschen, die Iraner sind nach etwas, was nicht mit Terror, Atom oder Krieg oder irgendwas Negativem sie assoziiert, sondern was Schönes, wo
wo Leute dann, die Musik feiern. Und dann habe ich halt immer mehr in der Richtung gemacht. Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Also die sind auch unheimlich, es ist ein unheimlich dankbares Publikum. Ja gut, okay. Musik hat schon immer Emotionen transportiert Genau. und die Leute zusammengebracht. Genau, Ja, das ist ein ganz wichtiger Teil. total. Das haben wir gerade momentan. Haben wir das nicht. Nur vor einer Woche, wo die Khamenei Hops genommen haben, da haben die mal so 1-2 Tage lang wirklich gefeiert, die Menschen. Also 47 Jahre lang, oder besser gesagt 40 Jahre in seinem Fall, darauf gewartet, dass er endlich auf die Seite der Menschen kommt, und hat er ja nicht gemacht, sondern hat er einfach nur mit eiserner Faust reagiert, und sein Tod hat wirklich so die Menschen tanzen lassen. Okay. Lass uns da nachher noch drüber sprechen. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei Musik und DJ. Erzähl doch mal, wie du überhaupt zum DJ gekommen bist. Gab es irgendeine Initialzündung? Warst du irgendwo, hast gesagt, okay, interessiert dich, willst unbedingt jetzt machen? Das Interessante ist, ich hatte in der Schule immer die schlechtesten Noten in Musik. Also die hat mich wirklich für wirklich doof gehalten. Und die Initialzündung war, ich ging in einen Club namens Far Out hier in Berlin. Es war eine Disco eher. Und eine Bhagwan-Disco sozusagen. Und die haben jedes Mal, wenn die angefangen haben mit, sagen wir mal, Billie Jean, musste ich die nächste Stunde auswendig, weil die einfach immer dasselbe gemacht haben. Und das fand ich so dermaßen langweilig und habe die auch immer wieder, wir haben gesagt, hey, ändert zumindest die Reihenfolge. Und die so, nee, also das verstehen die Leute nicht. Und die hatten ja damals, das war ja mit Vinyl, und die hatten 3000 Platten, haben aber immer so dieselben 100 gespielt am Abend. Und ich habe da dann so lange genervt, bis die mir gezeigt haben, wie man auflegt, widerwillig. Ich kenne das tatsächlich auch so. Erste Club-Erfahrung, die ich hatte, ich habe ja auch als DJ angefangen, ja, die waren ähnlich. Ja. Ich stand da, es lief eigentlich immer das Gleiche. Genau. Die haben sich, glaube ich, noch ein bisschen Mühe gegeben, ab und zu mal eins getauscht, ja, aber das war glaube ich, zu der Zeit einfach auch so gang und gäbe, ja. Genau, und das war aber wirklich furchtbar langweilig. Ja. Und dann habe ich das 8 Monate lang, also hat einer von denen mir gezeigt, wie man Vinyl mischt. Und dann habe ich 8 Monate lang dieselben Platten, die 2 selben Platten, immer wieder ineinander gemischt, bis ich das blind konnte, sozusagen. Wie lange hat es gedauert? Ich war halt noch nie 18. Aha. Also ich hätte... Nein, wie lange du gebraucht hast. Das hat lange gedauert. Und der Typ, der es mir gezeigt hat es selber nicht so richtig gekonnt. Das heißt, ich hatte so, am Anfang hatte ich gar nicht mal die richtigen Informationen. Und habe dann habe ich einem anderen DJ zugeguckt und dachte, oh mein Gott, so macht man das, ja. Und das war ein Engländer, Pushava hieß er. Und das war dann wie so ein, so eine Erleuchtung. Klassisches Learning by Doing. Hm? Genau. Ich habe auch Musikproduction, habe ich auch genauso gelernt. Okay. Also ohne Internet. Also du hast angefangen in der Bhagwan-Disco. Genau, also ich bin ja mit 13, also ich gehe mal ein bisschen zurück, damit man einfach mal ein bisschen besser versteht, was da los war. Ich bin mit 13,5 nach Deutschland gekommen, bin auch nach einem Monat direkt in die Schule und habe erstmal Deutsch gelernt und war bei meinem Onkel und seiner Frau. Und das ging leider nicht so richtig gut. Also wir haben uns nicht so richtig verstanden und zeitgleich habe ich in der Schule so ein paar Leute kennengelernt, die sehr cool waren. Und die haben alle in einer Kommune gelebt.
hier in Westberlin. Was heißt cool? Die waren aber anders, die waren irgendwie so weltoffener, die hatten viel von der Welt gesehen, waren auch irgendwie, die hatten so einen Glanz im Vergleich zu den anderen, kann ich gar nicht anders beschreiben. Die waren aber anders. Und habe mich halt mit denen ganz gut verstanden und habe angefangen, mit denen bin ich dann montags immer Fußball spielen gegangen in Rehberge. Und dann hatte ich die Situation, dass es bei uns zu Hause nicht gut lief und es war immer so Tension so. Und dann die Kommune waren so lauter so Hippies, die so Flower, so, weißt du, es war alles so Friede, Freude, Eierkuchen und alle haben sich umarmt. Die Kommune war ausschließlich vegetarisch, also haben 50 Leute zusammen gelebt und haben vegetarisch nur Bio und also waren so eine, da war damals war das wie so, die haben uns alle für verrückt gehalten. Also ich sage uns, weil ich dann später da eingezogen bin. Aber also ich hatte dann diese zwei Welten, einmal zu Hause, wo es nicht gut lief und dann einmal diese wirklich exciting Kommune und die hatten als Einnahmequelle eine Disco. Und das ist ja natürlich, kannst ja dir ausrechnen, wo es mich hingezogen hat. Und dann, als ich dann 17,5 war, dann ging es dann zu Hause gar nicht mehr und dann bin ich zum Jugendamt gegangen und habe gesagt, ich will meine Pflegeeltern nicht mehr, ich will die hier, die Frau. Und hat das ohne weiteres funktioniert? Nein, der hat mich für verrückt erklärt. Der meinte, das ist doch irgendwie kannst ja nicht zurückgeben. Irgendwie. Weil das war eine Sekte, oder? Also das war eine Sekte, was man jetzt halt so landläufig als Sekte bezeichnet, oder? Genau, es war eine Sekte, war sehr gefürchtet auch damals. Die standen auch unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, soweit ich weiß. Also und die hatten voll Schiss, mich irgendwie aufzunehmen, weil ich minderjährig war. Und genau dieses Image, die brainwashen dieses Kind und so. Aber ich wollte die wollten mich wirklich nicht. Aber ich habe es hingekriegt. Also ich habe so lange den Typen genervt beim Jugendamt, bis er irgendwann mal gesagt hat, komm, ich gucke mir das mal an, wo das ist. Und dann habe ich den dahin gebracht und die Kommune wusste noch nicht mal, dass ich das alles plane. Also ich war sehr frech, sagen wir es so. Und dann hat meine Mutter, meinem Onkel gesagt, lass den Jungen ziehen. Das ist, bevor ihnen was Blödes passiert. Jetzt vielleicht noch ganz kurz, deine Mutter ist im Iran? Genau, die haben mich alleine nach Deutschland geschickt. Ja, wollte halt nachher noch einen größeren Part drüber sprechen, wie das im Iran ablief, auch bei dir als Kind, wie du hergekommen bist. Lass mal jetzt vielleicht hier für den Moment mal so, also deine Mutter ist im Iran und du warst beim Onkel hier. Genau. Und deine Mutter hat dann hier sich verständigt, oder? Das war sehr schwer damals. Also ich hatte über Jahre gar keinen richtigen Kontakt, weil das hat irgendwie pro Minute 5 Mark gekostet damals und war ja viel Geld. Und selbst wenn man das Geld gehabt hätte, das war nicht einfach, nach Iran zu telefonieren. Also es lief manchmal so, dass man gesagt hat, nächsten Monat am 8. März zwischen 16 bis 24 Uhr versuchen wir dich zu erreichen. Das heißt, man musste dann in der Zeit zu Hause bleiben. Die sind dann im Iran zur Post gegangen damals, haben sich da stundenlang hingesetzt, bis sie dann einen Slot bekommen haben, wo die dann 5 Minuten telefonieren durften. Und das war auch damals für sie auch sehr teuer. Also die Kommunikation war nicht einfach, sagen wir es so. Okay. Hat aber letztendlich funktioniert, oder? Ja, nicht so richtig. Okay. Das war wirklich schwer, weil also ich hatte gar keinen Zugang zu meiner Family. Und mein Onkel hat mir ein bisschen Schmur erzählt aus meiner Sicht damals. Und
Ich habe auch viel Scheiße gebaut. Ich habe angefangen, Geld zu klauen und war halt irgendwie ein Teenager, der man hat mich nicht gefragt, ob ich nach Deutschland will. Ich wollte gar nicht. Man hat mich einfach in einen Flieger gesetzt und gesagt, du gehst jetzt. Und es gibt keine Widerrede. Okay. Und dann komme ich aus einem also ich habe ja 5 Jahre Krieg erlebt im Iran und Revolution. Das war alles wirklich sehr wild. Also jetzt, okay. Okay, dann bleiben wir jetzt mal kurz dabei, oder? Du bist im Iran geboren. Im Iran geboren, ja. Und warst 13 Jahre dort und dann hat dich deine Mutter weggeschickt. Genau. Dein Vater? Nee, also es war so, dass damals also wenn man unter 14 Jahre alt war, brauchte man kein Visum. Dieses Schicksal haben Hunderttausende von Menschen, dasselbe Schicksal. Das heißt, die Eltern vor lauter Verzweiflung haben einfach ihre Kinder weggeschickt, alleine zum Teil. Ich hatte ja hier meinen Onkel, aber zum Teil sind die auch einfach rausgeschickt worden. Okay, und also die Zustände waren so schlimm, dass deine Mutter gesagt hat, ich schicke dich lieber raus hier. Ja, also im Iran-Irak-Krieg haben ja die islamische Regierung hat einfach Kinder auf der Straße aufgesammelt, in so LKW reingepackt und an die Front geschickt und sie über Minenfelder rennen lassen. Also die sind verrückt. Das ist, ich weiß gar nicht, was ich da für Worte finden kann. Und es war halt, die Gefahr bestand da. Also ich war eigentlich vom Militär ausgeschlossen, befreit, weil mein Vater war schon damals über 60. Und ich war der einzige Sohn. Das heißt, die sagen, okay, der einzige Sohn, der muss dann die Familie weiter ernähren. Das hat aber keinen interessiert. Die haben einfach wirklich auf der Straße Leute aufgesammelt. Und du hast es mitbekommen? Ja. Und das war der Grund, warum deine Mutter dich weggeschickt hat? Sie wollte eine bessere Zukunft für mich. Also abgesehen von dem Krieg und den Bomben, wollte sie quasi, dass ich hierher komme und studiere und habe ich aber nicht gemacht. Okay, das heißt, du bist in Kriegszeiten aufgewachsen dort? An was kannst du dich denn als erstes erinnern noch? Also wenn du zurückgehst in, ich weiß nicht, 2 Jahre, 3 Jahre, 4, als du 2, 3, 4, 5 Jahre alt warst? Also meine ersten richtigen Erinnerungen sind kurz vor der Revolution. Und wir hatten eigentlich eine sehr schöne Zeit. Die Familie war immer zusammen am Wochenende. Ich habe neulich meiner Tochter Bilder gezeigt und die sind so schön. Einfach die ganze Familie kam immer zusammen, haben gekocht und in der Sonne gesessen und also viel gefeiert. Und dann gab es die Revolution und mein Vater hat irgendwie im Office von der Königin gearbeitet, war ein Jahr vorher schon in Pension gegangen. Mein Großvater war Personalchef vom Ölministerium. Also die waren sehr nah quasi am System und das fanden die halt ganz furchtbar. Also ich werde nie vergessen, wie verbittert mein Vater war über das, was da passiert ist. Und diese Mullahs, die dann auf einmal als Retter da aufgetischt wurden, das war echt eine harte Zeit. Das war, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? 7. Ja, genau. Also wirklich ein Kind. Ja. Ich war ein Kind, aber schon durchaus, also ich erinnere mich daran. Und was auch ganz schlimm war, mein Onkel wurde halt mitten auf dem Rückweg von der Arbeit, ist eine Kugel in sein Herz und ist auf der Stelle gestorben. Und das war dann natürlich eine sehr harte Prüfung für die Family. Ne? Das war schon, also meine Großmutter war nie wieder dieselbe Person. Die ist auch nie wieder gerade gelaufen, so richtig. Die war so krumm danach. Okay.
Ja, ziemlich heftig. Ja. Ziemlich heftig, okay. Da warst du 7, dann gibt es immer noch eine Zeitspanne bis 13. Ja, und dann war diese Phase nach der Revolution, wo diese ganzen bärtigen Revolutionswächter dann uns terrorisiert haben, alle so, die Frauen mussten auf einmal Kopftuch tragen und die haben das auch am Anfang, haben die mit wirklich sehr hart verfolgt und also ob das nicht... Und das war vorher nicht so? Nee, also in Schah-Zeiten hat jeder getan, was die wollten. Also da gab es keine Pflicht, keine Kopftuchpflicht oder Hijab oder so. Okay. Aber es war schon islamisch, oder? Es war islamisch, ja. Also, und dann, als ob das alles nicht genug wäre, hat dann Saddam Hussein angegriffen. Und das waren dann, man kann es, glaube ich, nicht vergleichen mit dem, was heute passiert, weil die kamen dann sporadisch vorbei, haben einfach blind durch die Gegend Bomben geschmissen. Und es war dann, am Anfang sind wir auch alle noch in den Keller gegangen. Aber irgendwann mal gewöhnt man sich daran. Okay, Boah, das ist auch eine harte Aussage, man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich daran, ja. Ja, das ist echt heftig. Also, ich habe selber so MiG-Flugzeuge am helllichten Tag über Teheran gesehen. Und da kriegt man auch keine Panik mehr. Ihr habt in Teheran gelebt? Ja. Ja? Direkt in der Stadt? Oder? Ja, so mittendrin. Vanak ist so ziemlich zentral und das war so eine Seitenstraße davon. Okay. Also eigentlich eine super schöne Ecke, ist so eine coole, so. Und da, wo wir gewohnt haben, in dem Haus, war eigentlich so ein brachliegendes Stück Land. Und das fand ich also als eine der schönsten Erinnerungen, mitten im Krieg haben sich alle Nachbarn zusammengetan, Geld zusammengesammelt und haben dieses Stück Land zu einem Park verwandelt, innerhalb von 2-3 Tagen. Und für uns Kinder so ein Fußballplatz war wirklich, also Iraner sind irgendwie schon so bulletproof auf eine Art. Okay. Das heißt, so ein bisschen ein Einöd oder ein Zufluchtsort, einfach was Schönes, oder? Dass man was hat, Genau. Oder? Und es existiert immer noch und da gehen viele Verliebte jetzt dahin. Das ist so ein verborgener Platz, Ja. das ist so eine kleine Oase mitten in dem Chaos in Teheran. Okay. Das heißt, wie war das Leben während Kriegszeiten? Also, wenn ich mir das jetzt vorstelle, okay, ich muss dauernd damit rechnen, dass irgendwas passiert, das heißt, man ist doch eigentlich permanent so ein bisschen in Alarmzustand oder ist es dann wirklich so, wie du sagst, wird zum Alltag? Man nimmt das dann so hin, ist dann auch gar nicht mehr so aufgeregt? Ja, also der Krieg damals, also Teheran ist ja ungefähr 1000 Kilometer entfernt von der Grenze zu Irak. Das heißt, die kamen gar nicht so richtig immer durch. Und das war also das war nicht, dass da jeden Tag Bomben gefallen sind, aber wenn die kamen, haben die halt so ihre Ladung geworfen und danach die Schallmauer gebrochen, damit viele Fenster so, also es ist auch noch, da sind viele verletzt worden durch die ganzen Scherben. Deswegen gibt es immer diese gekreuzten Gaffer auf Fenster in Kriegsgebieten, weil wenn die Explosion kommt, dann verwandelt sich so ein Fenster in 1000 Messer. Und wenn das so ein Kreuz hat, dann fällt das in sich einfach zusammen. Okay. Und das gab's alles. Aber irgendwann mal haben wir einfach so mit dem normalen Leben weitergemacht. Normal war es ja nicht. Das war damals schon gab's ja schon wegen diesen ganzen Botschaftsgeschichte in Teheran, wo die Amis als Geiseln genommen haben, Sanktionen, bis der Arzt kommt. Und ich weiß, dass wir zum Beispiel morgens um 4 mit so Coupons zum Bäcker gegangen sind, damit wir Brot bekommen. Sonst wäre es einfach alle gewesen. Oder Fleisch war rationiert.
Und man wusste nicht, was das für ein Fleisch ist überhaupt. Es gab auch mal Lama-Fleisch. Ja, die haben halt irgendwie versucht, das Leben am Laufen zu halten. Wie war das dann du warst ja Kind, wie war das dann mit Schule? Schule war halt, ja, wir sind alle zur Schule gegangen, getrennt von Mädchen, also und wurden halt komplett indoktriniert. So jeden Morgen Tod in Israel, Tod Amerika. Und wenn man es nicht gesagt hat, gab es auch Ärger und und dann war es auch so, dass wenn du in Arabisch oder in Religion nicht gut warst, dann hat das komplett alle anderen Noten noch beeinflusst. Oder wenn du gebetet hast in der Mittagspause, haben die dir extra Punkte gegeben. Also irgendwie total merkwürdig. Wo kommt aus deiner Sicht, du warst ja mittendrin, dieser Hass her auf Israel und USA? Es ist aus meiner Sicht eine Minderheit im Iran, die halt Waffen hat, die diesen Hass hat. Die meisten Iraner begrüßen vielleicht nicht immer die westliche Politik, sind aber sehr, sehr westlich selber. Und im Laufe, es kann sogar sein, am Anfang der Revolution, dass viel mehr Leute anti-westlich waren, weil es gab ja so Coups, also die westlichen Mächte haben sich ja schon im Iran eingemischt. Aber die Islamische Republik hat in den 47 Jahren das total geschafft, dass die Leute wirklich keine Religion mehr wollen, also zumindest nicht mit der Politik. Also ganz viele sind ja Atheisten geworden oder sind Christen geworden, worauf die Todesstrafe steht. Und die haben einfach mit ihrem Handeln dermaßen Islam diskreditiert. Ich glaube, da bleibt nichts mehr von so richtig übrig, wenn es mal vorbei ist. Die haben, ich glaube, 60% aller Moscheen sind leer. Also viele haben geschlossen. Einer der Gründe ist, dass die ihre ganzen Schläger da unterbringen. Also wenn es Unruhen gibt, kommen aus diesen Moscheen dann die Schläger, die die Menschen zusammenhauen. Reden wir jetzt von damals oder von heute oder von beiden? Also nach der Revolution. Ja. Nach der Revolution haben die halt mit dieser Indoktrination angefangen und diese Brainwash-Geschichte ist auch real. Also wenn man 100.000 Mal das gehört hat, irgendwann mal hört dann Gehirn auf zu widerstehen und fängt an, irgendwie das zu glauben. Ja? Und ich habe es an meinem eigenen Vater gesehen, der komplett anti-Arafat war, also der hat den gehasst. Und als ich dann nach 20 Jahren zurück nach Iran gegangen bin, hat er irgendwie so einen ganz harten Spruch geklopft. Er meinte, hätte Hitler seinen Job richtig gemacht. Und ich so, was ist denn aus diesem Mann geworden? Wie diese Wandlung von komplett anti-Arafat zu dem Spruch ist echt hart. Ja? Aber ich glaube, wenn man lang genug diese Leute brainwashed und dann irgendwann mal hörst du auf zu kämpfen, innerlich. Ja, ich glaube, das ist so eine Methode, die, glaube ich, auch schon in vielen Zeiten angewandt wurde. Nicht nur da. Ich glaube, im Dritten Reich hier in Deutschland wurde das auch so ähnlich gemacht. Ja, also oder bei den Kommunisten, also das ist ja einfach das ist so ein Handbuch, Diktatorenhandbuch. Okay. Ja, also es ist nicht schön, ist gar nicht schön. Nee. Also wir waren ja noch in der Zeit, wo du im Iran warst, ja.
Das heißt, jetzt kommen wir so langsam Richtung 13, oder? Ja, also Oh, ich habe eins vielleicht noch, weil wir jetzt haben wir über Schule geredet und wie war das jetzt mit Arbeit von den Eltern oder überhaupt mit der Arbeit? Ist die normaler weitergelaufen, also wenn man jetzt in Firmen gearbeitet hat oder wie jetzt bei dir, ich glaube, das war irgendwo im Ministerium sogar? ja, also mein Vater Also, und mein Großvater, die haben halt ein Jahr vor der Revolution sind die in die Rente gegangen. Und aber zum Beispiel mein Schwager, der wurde, habe ich gerade neulich drüber gesprochen, die haben halt irgendwie gesagt, ihr müsst, die hatten früher, glaube ich, 2 Tage frei die Woche in diesem General Motors Werk oder was auch immer das war. Und dann sind diese Revolutionsgarden gekommen und haben gesagt, es gibt nur noch einen freien Tag. Und dann haben die dagegen protestiert und dann haben die alle mit Schlägen verhaftet und haben die in dieses Gefängnis gebracht, Erwin-Gefängnis, was so sehr berüchtigt ist. Und also der durfte dann, der kam mit Ach und Krach raus und der hat ja studiert, sein ganzes Studium wurde komplett annulliert. Er durfte nicht mehr arbeiten in irgendwelchen guten Jobs. und was war der Grund nochmal dafür? Die wollten 2 Tage frei haben die Woche, wie früher. Und dann haben die gesagt, nee, nur noch freitags frei. Das war alles. Das war alles. Okay. Und dann haben die haben denen gesagt, ja, ihr seid Konterrevolutionäre und haben dann die mundtot gemacht sozusagen. Und der hat sich auch nie erholt davon, aus meiner Sicht. Das ist, also wenn jemand studiert hat und dann auf einmal muss man so Spielzeuge verkaufen oder so, ist halt ein harter Schnitt. Der kam dann auch nach Deutschland später. Okay. Okay. Also dann, wie vorher schon gesagt, ist das 13. Lebensjahr immer weiter vorgerückt. Genau. Und was ist dann passiert? Gab es da jetzt dann nochmal irgendeine initiale Sache, die passiert ist, dass deine Mutter gesagt hat, so du gehst jetzt? Ich habe irgendwann mal von ihr gehört, dass sie in meinen Heftern geguckt hat und ich so irgendwelche komischen Sprüche vom Regime so aufgeschrieben hatte und sie hat dann richtig Angst gekriegt davor, dass ich jetzt auch so, ich kann mich zwar nicht daran erinnern, aber es kann durchaus sein. Also soweit ich mich erinnern kann, habe ich die Mullahs immer gehasst. Selbst als ich 7 war, habe ich immer gedacht, gucken die sich diese Leute nicht an, die sie jetzt anhimmeln? Die sind so Steinzeit-Islamisten, ja. Aber auf jeden Fall, meine Mutter hat, glaube ich, auch ein bisschen Angst, dass ich da in so einen komischen Film komme durch die Propagandanummer von der islamischen Regierung und hat gleichzeitig mit meinem Onkel, der in Westberlin gelebt hat, das Ganze besprochen, dass ich bei denen unterkomme. Ja, also nur mal für mich zum Verständnis, ich meine, du bist 13 und deine Mutter schickt dich weg. Ich meine, für mich ist es ja so, also normalerweise würde ja eine Mutter nie ihr Kind wegschicken. Nein. Das ist schon massiv, also auch was das für emotionaler, psychischer Druck oder was auch immer mit einem macht, ist ja auch für beide, also auch für dich ja nicht genauso, oder? Ja, also ich war paralysiert am Anfang, weil die hat irgendwie, ich weiß noch, ich war auf dem Walnussbaum bei uns im Garten und habe so meine Walnüsse so gesammelt und dann kam mein Onkel, kam auch auf den Baum rauf und meinte, würdest du gerne in Deutschland leben? Ich so, nö. Und dachte auch, was für ein
blöde Frage, ich kann doch gar nicht nach Deutschland. Meine Familie kriegt kein Visum, wir haben kein Geld. Was ist das für eine... Und der ist nämlich auch so ein bisschen beleidigt abgehauen. Ich so, was ist das für eine Nummer? Warum fragt er mich? Und ich hatte, das Ding war, ich war auch verliebt in ein Mädchen, keiner wusste das und sie wusste es nicht, niemand wusste es, nur ich. Und habe dann so in meiner Naivität so unsere Zukunft ausgemacht. Und dann kommt, als ich dann hochgegangen bin, hat meine Mutter mich zu sich gerufen und meinte, in einer Woche wanderst du aus nach Deutschland. Und ich so, nee. Und sie so, doch. Und es gibt keine, meine Mutter, wenn sie etwas ernst gesagt hat, keine Widerrede. Also sie war die Chefin, so wie meine Oma auch. Also die Jungs hatten nichts zu melden. Okay. Die taten immer so. Das ist auch interessant, weil, also ich würde es jetzt zum islamischen Land zählen, ja. Stimmt schon, ja, oder? Ja. Das ist meine Vorstellung, also mit der ich zumindest aufgewachsen bin. Und es ist eher so, die Männer immer das Sagen haben und die Frauen eher mitlaufen oder eben verhüllt sein müssen und solche Sachen. Das ist so ein Image, was vorherrscht, aber ihr Iraner, also die Typen hier, die gerade das Land ruinieren, haben 47 Jahre lang versucht, die Frauen im Iran in den Griff zu bekommen, haben sie nicht hinbekommen. Die sind einfach zu stark. Und man kriegt die nicht, also ich würde mich mit einer iranischen Frau nicht anlegen. Okay. Die sind zu stark. Aber auf jeden Fall hat dann meine Mutter mir gesagt, ich muss weg und ich durfte auch niemandem davon was erzählen, weil es dann das ganze Unternehmen hätte gefährden können. Und sie konnte jetzt nicht mit, diese Visa-Geschichte, oder Nee, gab es also, noch andere Gründe? Ja, also auch finanziell war das nicht zu machen. Ich hatte ja noch ich habe zwei Schwestern, die waren auch da im Iran, also die konnten gerade mal so mich so raus. Und ich wusste noch nicht mal, dass ich einen Pass habe. Also das haben die alles klammheimlich gemacht. Und dann stand ich da. Und dann, das Irre war, ich hatte eine so tolle Zeit ich bin im August gekommen nach Deutschland und das war ja Sommer, wir hatten Sommerferien, wir hatten eine richtig tolle Zeit und meine Freunde waren alle so total schockiert, dass auf einmal, dass das irgendwie, jetzt das war's, jetzt zieht der Junge weg. Und ich kann gar nicht beschreiben, wie das ist. Also am Morgen, wo ich zum Flughafen gefahren bin, habe ich meiner Mutter gesagt, sie soll zu diesem Park fahren, wo wir gespielt haben, eine Runde drehen. Das war 5 Uhr morgens oder so und dann ist sie gefahren und dann saß einer meiner Freunde und den habe ich nie wieder gesehen. Ich habe nämlich nach 35 Jahren mal kurz mit dem telefoniert, aber da war irgendwie keine Connection mehr. Aber es war schon so eine komische Nummer. Und mein Vater hat bis zum letzten Moment versucht, meine Mutter zu überzeugen, dass ich nicht gehe. Und, also dein Vater hätte dich gerne hier behalten? Oder so ja, im Iran? er meinte, bis zum Flughafen hat er sie angefleht. Okay. Und sie meinte nur, es ist schwer genug, jetzt reißt sich zusammen, er muss weg. Und also die ist schon eine starke Frau. Wow. Okay. Also das bedeutet, du zum Flughafen, rein in den Flieger, ab nach Berlin. Ja, ich zum Flughafen, dann Abschied war also ich habe halt auch die ganze Zeit geheult, ich wollte nicht weg. Und dann hatten sie einen Freund gefunden, der auch auf derselben Maschine war und der sollte mir helfen,
von Frankfurt nach Berlin zu kommen. Und der Flieger hatte aber 3 Stunden Verspätung, weil wir auf einen Mullah gewartet haben, der auch gerne mit wollte. Also weil im Iran Mitte August, Mittagshitze, Türen auf von Flugzeug. Das war über 40 Grad. Und ich wollte nur noch weg. Ehrlich gesagt, er macht diese Tür auch zu und ich will was trinken und ich will weg. Und dann hat der Typ hat dann irgendwie so ein bisschen mit mir geredet. Dann sind wir gelandet in Frankfurt. Und ich konnte ja kein Deutsch, kein Englisch, nichts. Also war das Englisch, was sie uns in der Schule beigebracht haben, war unbrauchbar. Ja. Und dann saß ich da gab es meine erste Begegnung mit einem Deutschen. Das war wegweisend. Ich saß da und der Typ hat auf seinen Koffer gewartet. Dann kommt ein Deutscher zu mir mit so einem Schiffsmütze, so mit so einer Kapitänsmütze. Und dann hat er so ein Magazin zusammengerollt gehabt und streckt mir dieses Magazin entgegen. Und wir sind so aufgewachsen oder so erzogen, dass man Älteren immer Respekt zollen muss. Ja? Und dann dachte ich so, ich kann jetzt, er will mir was geben, ich muss das mal jetzt. Und dann mache ich das Ding auf. Es war ein Playboy. Und ich hatte noch nie eine nackte Frau gesehen. Und wir haben immer im Iran gesucht danach. Und das nächste war so eine abgegriffene Dia, wo man kaum was erkennen konnte von der nackten Frau. Aber jetzt sah ich auf einmal komplett die Anatomie einer. Und dann habe das also schnell so zurückgegeben und der Typ hat sich schlapp gelacht. Ich weiß gar nicht, warum er das gemacht hat. Also es war so beabsichtigt von ihm, oder? Ich glaube, der hat das jeden Tag gemacht in Frankfurt. Okay. Also Iran Air angekommen, okay. Okay, erste Begegnung mit einem Deutschen, okay. Ja, und dann kam der Typ mit seinem Koffer zurück und meinte, hey, ich muss leider weg. Good luck. Wie habt ihr euch unterhalten in Englisch? Nee, also der Iraner. Ah, okay. Und der andere hat gar nichts gesagt. Der hat einfach nur das Magazin in die Hand und hat sich totgelacht. Und der Iraner, der kam dann und meinte, hey, ich verpasse meinen Zug oder was auch immer, ich muss weg. Viel Glück, du schaffst das schon. Und ich war so wie mein Gesicht, mein Sichtfeld hat sich so komplett so fokussiert auf es war alles so vernebelt und ich hörte auch nicht mehr so richtig. Also habe ich voll Panik. Und dann habe ich so aus so einer Ecke so Iraner sprechen hören. Und dann bin ich dahin und habe gesagt, ihr müsst mir helfen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann haben die gefragt, wo musst du hin? So Berlin. Und sie sind auch zufällig nach Berlin geflogen. Und wir damals noch mit Pan Am. So, was trinken. Ja, also dann ist irgendwann der Flieger in Berlin gelandet und dann musstest du ja raus aus dem Flugzeug. Genau, und da meine Tante war hier, also die Frau von meinem Onkel, ist eine Jugoslawin, also Slowenierin, die aber perfekt Persisch spricht. Also hat auch im Iran gelebt. Und die kam mit ihrem Neffen mich abholen. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Der Grund war, dass die Bilder, die wir damals vom Westen hatten, waren alle so New York, also so alles so ultramodern und dann kam ich nach Berlin und es war alles so, damals, also in 85 war vieles noch total vom Krieg versehrt und hatte so Kugeln an irgendwelchen Wänden, also Kugelspuren und es sah wirklich nicht so aus.
Und auch die Leute sahen nicht so schick aus wie in Hochglanzmagazinen, die wir dann als Referenz hatten. Und dann dachte ich so, oh, was ist denn hier los? Und das war halt Gott sei Dank in Westberlin. Und ja, dann habe ich mir auch direkt in der ersten Woche den Arm gebrochen. So beim Bockspringen über diese Straßen, diese Teile, die auf der Straße sind, damit die Autos nicht durchfahren können. Bin ich immer drüber gesprungen. Poller, oder? Poller, genau. Poller, oder? Und dann bin ich einfach hängen geblieben. Und dann konnte ich das hier so, hatte ich noch ein Gelenk hier mitten im Arm. Was man so macht oder als Jugendlicher. Ja, also. Okay. Ja, also dann ging es weiter zu deinem Onkel, oder? Und dann muss es ja irgendwie so eine Eingewöhnungsphase gegeben. Es wird wahrscheinlich am Anfang sehr, sehr fremd und sehr fremdlich alles gewesen sein, oder? Ja. Weil es ja auch wahrscheinlich ein Kulturschock, oder? Es war ein Kulturschock und auch so dieser Überfluss an Konsumartikeln hier war einfach so mindblowing, wirklich. Also ich werde nie vergessen, wie ich die erste Joghurt-Theke gesehen habe mit so 300 verschiedenen Joghurtsorten in allen verschiedenen Geschmäckern. Und wir hatten eigentlich nur Joghurt. Es gab keine Erdbeerjoghurt damals oder gar nicht. Jetzt ist es genauso da. Ja, also die haben das schon sehr angepasst über die Jahre. Und ja, das war schon sehr irritierend. Und auch so, wir haben zum Beispiel im Iran, wenn wir Obst einkaufen gegangen sind, haben wir so immer 2-3 Kilo Äpfel, 2-3 Kilo Orangen. Und hier hat man ja mal einzeln. Und waren auch, was interessant war, das sah super gut aus, so, schmeckte aber nicht. Und das war im Iran halt anders. Es sah nicht unbedingt gut aus, aber war alles so sehr, sehr lecker. Weil die Sachen auch dort gewachsen? Ja, also Iran ist ja halt ein sehr großes Land und sehr, sehr sonnig und also da wachsen halt alle möglichen Sachen. Und also Tomaten im Iran schmecken so komplett anders als hier. Okay. Was heißt anders? Saftiger, Lecker. aromatischer, also leckerer? Die sind einfach so, die schmecken so ein bisschen wie italienische Tomaten auch so. Also kräftiger einfach. Also es hat Geschmack, ist nicht so wässerig und so. Ja. Ich verstehe. Weiß, was du meinst, ja. Ja, ich habe auch gern Bio-Obst und Bio-Gemüse. Es schmeckt auch anders, ne? Ja, je nachdem, nicht alles, aber direkt vom Hof oder so, meine ich, einen deutlichen Unterschied, vor allem bei Tomaten und Gurken. Ja. Wobei das jetzt wieder anderer Ausflug ist. Ja. Was gab es noch für erste Eindrücke aus der Zeit? Also das, was ich nie vergessen werde, ist, im Iran hatten wir ja keinen Zugang zur Musik. Also das, was vor der Revolution war, ist ja unter der Hand kursiert. Und wenn man Glück hatte, ein bisschen Michael Jackson und Bam und so, das war dann wirklich so. Also die haben wirklich hart das verfolgt, dass keiner auch Tapes verbreitet und so drakonische Strafen drauf. Das heißt, wir hatten gar keine neue Musik. Und ich werde nie vergessen, wie ich das erste Stück, was ich in Deutschland gehört habe, war Depeche Mode, Shake the Disease. Und es war so anders. Es hatte so diese Elektroniker-Geschichten, die da drin sind. Ich war so, wow, was ist das denn? Und das war auch, das hat mich für den Rest meines Lebens beeinflusst, auf jeden Fall. Ja, weil dann kam ja House und Techno und es hatte ähnliche Charakteristik. Und das war schon wegweisend. Das ist cool, dass du das sagst, weil mir ging das gleich. War so mein Einstieg auch zur elektronischen Musik. Hat mir immer super gefallen, wie die Synthes, Depeche Mode, ja. Und, sehr geschmackvoll, ja. Genau, ja. So, und das war für mich auch so eine Initialzündung, ja, ich möchte mehr mit elektronischer Musik machen.
Erstmal wollte ich auflegen und nachher kam bei mir ja auch Producing dazu. Ja, aber es soll um dich gehen. Das heißt, auch da dann hat die Liebe zur elektronischen Musik bei dir angefangen, oder? Ja, und ich habe dann irgendwie entdeckt, dass zum Beispiel so Black Music und Soul und so mich nicht so interessiert, aber so 80 so das erste Album, was ich gekauft habe mit meinem ersten Taschengeld, war Aha. Ja, das hatte ja auch so elektronische, also das war Eurythmics. Und das war dann irgendwie so, so mein Weg in die Musik so. Habe auch viel Ärger gekriegt für dieses Album, was ich gekauft habe. Weil ich habe von den 30 Mark, was ich bekommen habe, habe ich 20 für also Taschengeld für einen Monat, habe ich 2/3 für ein Album ausgegeben. Und es war ein Vinylalbum zu der Zeit, klar. Genau. Das heißt, Plattenspieler habt ihr gehabt. Mein Onkel hatte einen, ja, und der fand es aber nicht lustig, dass ich da. Ja. Kann mich noch dran erinnern an meinen ersten Plattenspieler. Habe dann versucht, rückwärts zu drehen und bei so einem normalen Plattenspieler ist das nicht so gut, nee. Ja, eben, was man halt so macht als Kind, ja. Ja. Und dann ging die Geschichte mit der Musik weiter, oder? Ja, also dann bin ich zur Schule und dann habe ich versucht, mich zusammenzureißen, war in einem, also ich war kein einfacher Jugendlicher, sagen wir es so. Ich habe viel Ärger gebaut. Das heißt, was heißt es? Ich war so ein Rebell und habe auch was ich nicht ausstehen konnte, ist, wenn so Leute so geschleimt haben, so beim Lehrer. Und dann habe ich das immer thematisiert in der Schule. Ja, okay. Und das hat mir viel Ärger eingebracht. Das kam wahrscheinlich nicht gut an, Das kam nicht gut an. Und habe auch dann, als ich 18 wurde, habe ich die Schule geschmissen. Und habe dann angefangen aufzulegen. Und es war damals ja keine Karriere, 89. Ja. Ich habe im November 89 tatsächlich angefangen aufzulegen, als ich 18 wurde. Und habe dann an der Bar gearbeitet, in dieser Bhagwan-Disco, an der Bar, an der Tür, im Service, habe aber auch aufgelegt. Das hat keinen interessiert. Es gab keinen Personenkult um DJs. Also das war, glaube ich, in den 80ern und davor einfach so. Ja. Genau. Die DJ-Kultur oder wie immer es man nennen möchte, das kam ja auch alles erst später in den 90ern und 2000ern. Genau, das war eigentlich genau in der Zeit fing es langsam an, wo ich angefangen habe. Und dann habe ich zeitgleich angefangen, ich hatte so Freunde, die so Hausmusik und Techno gehört haben. Und das fand ich dann super spannend. In dieser Disco konnte man aber nicht, also 10 Minuten, 20 Minuten, okay. Danach bitte Rockmusik oder 80s oder Hip-Hop oder was auch immer. Das heißt, du hast am Anfang gemischt gespielt. Ja, wir haben es Aber bis Zappa genannt. War sehr, sehr beliebt, dieser Ausdruck damals. Das kenne ich auch noch aus meiner Zeit. Genau, das war dann irgendwie einfach, wir haben auch so Walzer gespielt mitten in der Nacht. Also es ging so weit, und es war auch eine ganz andere Art von Club. Es war super hell. Es war nicht dunkel. Die Tanzfläche war weißer Marmor. Die Bars waren aus weißem Marmor. Also es war ein anderes Konzept damals. Was war eine Bhagwan-Disco? Das war eine Bhagwan-Disco. Und das war auch also Osho. Zu der Zeit ja auch eine Sekte, oder? Genau. Das heißt, was waren da für Gäste in dem Club? Ganz unterschiedlich? Ganz normal, also alle möglichen Leute, die keine Lust hatten auf so dunkle Räume und einfach so normale Musik hören wollten. Nicht unbedingt die ganze Zeit Hip-Hop oder so. Und das Thema Sekte wurde da gar nicht thematisiert? Wir hatten ein Riesenbild von Osho da hängen an der Tanzfläche. Die haben aber eher drüber gelacht oder so, haben es nicht so ernst genommen. Und das ging dann auch, oder? Ja, wir haben unser Ding gemacht, die haben ihr Ding gemacht. Wir haben wirklich auch
also jetzt muss ich sagen, dass diese Angst war sowas von unbegründet damals, zumindest in der Phase. Es gab wohl andere Phasen vorher, wo es irgendwie anders war, aber wir haben einfach eine gute Zeit gehabt. Die ersten 2 Jahre in dieser Kommune waren mit die schönsten Jahre meines Lebens. Okay, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie das Zusammenleben war, also Toll, innerhalb von einer Sekte, ja, oder? Ja, also du musst dir vorstellen, ich bin 18, schmeiß die Schule und fange an zu arbeiten. Ab dem Moment, wir hatten ja keine Chefs, wir waren alle Shareholder. Also aber wir haben viel Geld gemacht, also wir haben so 3-4 Millionen Mark gemacht im Jahr. Und, aber es gab keinen, der mir hätte sagen können, du musst das und das machen. Gab es nicht. Also ich bin so aufgewachsen und ich habe bis heute Schwierigkeiten, wenn mir jemand erzählt, was ich zu tun und zu lassen habe. Also, ja, also Wobei du vorher gesagt hast, Musik musste man wechseln dann. Also du konntest. Ach so, ja, also das war dann so eine Regel dann von der also von die Politik, die Soundpolitik des Clubs war so. Also die wollten alle nicht, dass nur eine Musik. Aber also es war wir haben zum Beispiel abends, wenn wir um 10 Uhr aufgemacht haben, haben wir uns um 9 getroffen und haben alle in einer Runde gesessen und haben um die Jobs gewürfelt. Ja? Also wenn jemand, wir hatten 4 Bars, DJs wurden vorher geplant, dass das nicht irgendwie so, dass jeder wusste, okay, ich lege Mittwoch und Freitag auf. Aber alle anderen Jobs wurden dann ausgewürfelt und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Und ich weiß noch, am Anfang haben auch ein paar Leute versucht, weil ich jung war, mich so ein bisschen zu manipulieren, dass ich ihre Jobs mitmache. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich das mache, dann hören die nie auf. Und dann muss ich ein paar Mal sagen, nee, das ist nicht mein Job, mach du selber. Was interessant war, weil das stärkte dein Selbstbewusstsein auch. Okay. Gab es mit dem auch gewisse Pflichten, die dort innerhalb von, ich sag mal... In der Kommune jetzt? Von der Kommune, ja, dann da waren, die man erfüllen musste? Die haben es ein bisschen versucht, so, du musst mit dem meditieren und so, aber es war wirklich nicht so, dass jemand gesagt hat, wenn du nicht meditierst, dann kannst du das und das nicht. Die haben immer so gesagt, ach, wenn du meditiert hättest, hättest du das und das besser gemacht. So, ja. Hast du es probiert? Ja, ich habe Kundalini gemacht und ich habe die dynamische. Wir hatten ja ein Meditationszentrum angeschlossen an der Kommune für viel Geld. Also sind aber keiner reingegangen. Also ganz sporadisch sind irgendwelche Leute da reingegangen. Okay. Ja. Also, wie ging es dann weiter? Also wie lang warst du denn in dieser Kommune? Ich war 4 Jahre in der Kommune. Wie gesagt, die ersten 2 Jahre waren paradiesisch. Wirklich. Wir haben so viel Spaß gehabt. Und dann die letzten 2 Jahre, da gab es dann so Strukturen, die angefangen haben zu sagen, wer was zu tun und was zu lassen hat. Und zwar so Leute, du kannst ja nicht jeden Job so rotieren. Also jemand, der im Office arbeitet, muss im Office arbeiten. Das ist zu wichtig, dass du sagst, okay, jetzt heute der und morgen der. Das kannst du nicht machen. Die haben aber dann angefangen, so Machtgefühl zu entwickeln. Und es gab dann so eine Division. Also die eine Hälfte wollte das machen, die andere wollte. Und als ich das gemerkt habe, habe ich meinen Anteil für 2.000 Mark verkauft. Wo alle gesagt haben, das ist viel mehr wert. Das war eigentlich viel zu wenig, oder? Viel zu wenig. Ja. Aber ich war der Meinung, ich will einfach nur noch raus. Und ich will mit diesem Quatsch nichts zu tun haben. Hat das dann ohne Probleme funktioniert? Ja, oder? Ja, da hat so eine Frau meinen Anteil gekauft. Und ich bin ausgezogen und bin mit meiner Freundin dann für 3 Monate nach Südamerika mit Backpack. Und
Also das ist aber eine ganz andere Geschichte. Das ist eigentlich ein Podcast für sich. War irre da. Und und dann mit der Zeit sind die immer weiter, hat sich dieser Graben immer weiter vertieft und dann sind die richtig aufeinander losgegangen, so mit Anwalt und ist dann implodiert das Ganze. Und ich war wirklich froh, dass ich dann längst weg war und die haben alle auch kein Geld mehr gesehen, weil die ja so Steuerschulden auf einmal hatten. Ja. Plötzlich kamen Steuern, keiner hat damit gerechnet. Okay. Ja, die haben das halt irgendwie so verbockt gehabt. Okay. Also ich bin noch mit einer der wenigen gewesen, die Geld aus seinem Anteil bekommen. Aber ich bin immer noch in Kontakt mit vielen von denen und die haben auch eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Also weil das heißt was genau? Also Learnings fürs Leben, ja, oder? Genau, ja, also erstens, du musst dich in einer Kommune mit 50 Mann behaupten. Ja, das ist nicht so Zuckerschlecken. Da versuchen alle möglichen Leute bestimmte Sachen zu machen. Dann musst du lernen, also war jetzt nicht bösartig, aber du lernst dich zu behaupten einfach. Und was auch wichtig war, ich habe in diesen 4 Jahren mindestens 2 bis 3 Mal die Woche aufgelegt. Und zwar 6 bis 7 Stunden. Und das ist halt natürlich eine riesen Goldgrube. Wer gibt dir einem jungen Menschen so eine Chance heutzutage? Aus meiner Sicht, DJing ist eigentlich nur Erfahrung. Den Raum zu lesen, nicht zu verzweifeln, wenn es nicht sofort klappt. Und also das war schon, DJing war eins der wichtigsten Geschichten da, aber ich habe auch da die Produktion von Musik. Die hatten ein Studio, ein Freund von mir hatte ein Studio, habe die ersten Schritte mit dem gemacht, der Atasa. Und mit Atari, übrigens, 2 Megabyte RAM. Das war schon sehr spannend. Auch da ist es wieder ähnlich wie bei mir. Hattest du auch mit Atari? Da hatten wir auch, ja. Am Anfang. Und aber auch beim Auflegen war es so. Erster Club, ich war 18, bin da reingelaufen, also ich habe mit 16 schon angefangen, so ein bisschen Musik zu kaufen, aufzulegen zu Hause, habe mir alles zusammengespart, ja, damit ich mir einen Plattenspieler habe kaufen können, so Jobs in den Ferien angenommen und so Sachen und Taschengeld gespart und dann bin ich mit 18 in den ersten Club gelaufen und so, hier, ich kann auflegen. Hab so lange geübt, bis ich es konnte, ja, dass ich die Platten mischen konnte, ja. Und hatte dann auch relativ schnell die Chance bekommen, da zu spielen und habe dann auch, so ähnlich wie du es beschrieben hast, auf einmal 2 Tage die Woche den ganzen Abend gespielt, so 6, 7 Stunden. Und das kommt dir wirklich zugute. Also ich denke gerade so, du erzählst hier so, wie es mir halt auch ging, ja. Parallel. Ja, genau, ja. Weil, das war in Stuttgart bei dir, oder? Nee, ich komme ja aus weiter weg, Riedlingen, Biberach, Sigmaringen, also so richtig aus dem Schwabenland. Ja. Das ist so Rand von der Schwäbischen Alb. Ja. Also weit, weit weg hier von Berlin. Hatte eine nette Fahrt mit 7, 8 Stunden hier hoch. Ja. Naja, auf jeden Fall. Mir ging es ähnlich und ich sehe es auch so wie du gesagt hast. Erfahrung, die sammelst du, das zu lesen, mit der Musik umzugehen, wann, wo besser ist, mit der Musik zu wechseln oder eben auf die Leute einzugehen. Und heutzutage mit digital Lernen ich sage mal, auf dem Rechner mit dem Controller im stillen Kämmerchen und dann kann man auflegen, schwierig. Ja, also ich habe ja so eine Meinung dazu, dass in den letzten Jahren werden ja bestimmte, wie soll ich sagen, also diese Nummer, dass, White Old Man, ihr habt genug irgendwie Zeit gehabt und jetzt müssen andere ran.
grundsätzlich okay, ja, also dass alle eine Chance bekommen, aber du vergrabst auch unheimlich viel Erfahrung und eigentlich müsste man diese Leute, die jetzt kaum noch Jobs kriegen, Freunde von mir, die wirklich super talentiert sind, viel besser als ich und die kriegen kaum noch was ab, weil ja, die sind weiß und alt. Und dann hat man irgendwie irgendwelche Leute, die da kaum Erfahrung haben und wir haben ja auch von anderen gelernt, die erfahrener waren und nicht einfach gesagt, okay, ihr müsst jetzt weg. Und wir haben auch keine Frauen daran gehindert, irgendwie zum Beispiel, was uns vorgeworfen wird oder der Szene, ja, die Frauen haben keine Chance gehabt, das stimmt nicht. Wir haben die eigentlich immer willkommen geheißen, aber es war halt schwerer damals. Es war schwierig, die Musik zu finden, es war teuer, die Musik zu finden, es war schwer, die Musik zu tragen. Und dafür haben sich halt wir haben viele Frauen gehabt eigentlich, die mitgemacht haben, aber damit sind die auch Mütter geworden oder was auch immer, haben dann immer aufgegeben. Aber diese Nummer, dass jetzt alle müssen, nur Minderheiten, die jetzt in welchen Festivals oder so, woher sollen die Erfahrung haben, die Leute also es ist ja auch nicht deren Schuld, die müssen eigentlich von Leuten lernen, die mehr Erfahrung haben und das vermisse ich so ein bisschen in der Szene. Ich bin ja selber komplett unabhängig davon. Ich habe meine eigene Parallelwelt gebaut mit den ganzen iranischen House-Music-Fans, die zu meinen Events kommen. Aber ich habe hier schon gehört, dass du bist ein weißer alter Mann, wir buchen dich nicht mehr. Ich bin noch nicht mal weiß. Ich wüsste, wenn ich weiß wäre. Aber das hat man mir tatsächlich gesagt. Du bist Iraner, für uns bist du weiß. Und ich finde das halt eine komische Entwicklung. In Musik sollte es nicht um irgendwie Hautfarbe, Sexualität oder sonst was sein, sondern macht er einen guten Job, macht sie einen guten Job oder nicht. Und dann sollen sie sich daran halten. Ist nicht so populär, glaube ich, gerade, aber könnte auch mehr viel Ärger einhandeln mit der Aussage, aber ja, es ist, was ich denke. So. Naja gut, also ich glaube, es betrifft nicht nur den Punkt beim DJen, wahrscheinlich auch bei anderen Punkten, wo es durchaus sinnvoll ist, es einfach zu mischen. Entschuldigung, einfach zu mischen. Viele, also Ältere, die einfach Erfahrung haben, jetzt mal egal in welchem Bereich, mit Jungen zu mischen, es profitiert ja jeder. Wenn du älter bist, das kenne ich ja bei mir auch, ich habe sehr viele Junge um mich rum, die auch studieren und so, du lernst auch von denen was. Es ist ja immer ein Geben und Nehmen. Absolut. So, und deswegen mag ich das auch so. Ich habe auch immer versucht, eben junge Leute um mich herum zu haben, dass ich auch beim DJing einfach junger, interessierter, talentierter bei mir habe und irgendwann machen die selber ihren Weg. Ja. Versuche ich jetzt im Filmbereich, in dem ich jetzt halt hauptsächlich arbeite, genauso zu machen. Ja. Finde ich prinzipiell ein super schönes System. Ob das jetzt gerade beliebt ist oder nicht, ist ja jetzt mal zweitrangig. Ja, das ist so, wie ich das sehe und so mache ich es auch. Ja. Genau. Okay. Wie hast du den Switch gemacht, von Musik auflegen zu produzieren? Wie gesagt, also um es nur mal so zu sagen, es ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine kleine Kiste. Ja, nee. Weil man muss also vor allem damals. Ja, auch damals, ja. Also damals war es ja viel, viel größer. Da war nicht hier so im Laptop, habe ich alle Plugins drin und es läuft so, sondern wir reden hier von Studio, also richtige Geräte, die man brauchte, die haben damals auch viel Geld gekostet. Ja, man hat das Know-how gebraucht, um die Dinge überhaupt zu bedienen und man braucht ein musikalisches Talent, damit man überhaupt irgendwas umsetzen kann. Ja, also die Geschichte ist wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr krass, weil ich habe ja, wie gesagt, in der Kommune die ersten Schritte gemacht mit meinem Freund Atasa und wir haben
aber das irgendwie nicht so richtig hinbekommen. Also das war nie so die Qualität, die wir wollten. Haben wir nicht hinbekommen. Und dann bin ich ja aus der Kommune ausgezogen und habe dann irgendwann mal stand ich im KitKat Club und stand da rum und dann kam so ein Typ zu mir und meinte, hey, hier, guck mal, ich habe ein Foto von dir gemacht, letztes Mal, wo du aufgelegt hast. Das war ja nicht normal damals, dass jemand Fotos macht. Er musste so eine Kamera mitbringen. Und ich so, ja, cool und so. Und dann meinte er, die Musik war der Hammer, machst du auch selber Musik? Und ich so, nee, kann ich mir nicht leisten. Das war ja damals viel Geld. Also so ein Studio hat locker mal, wenn es groß war, dann 100.000 Mark gekostet. Dann meinte der, du, ich habe ein Studio. Und wenn du Lust hast, können wir was zusammen machen, weil ich finde, du bist sehr musikalisch und so, auch wenn du es vielleicht nicht weißt. Der Typ hieß Andreas Großer. Andreas Großer hat mit Tangerine Dream und Klaus Schulze und so Musik rausgegeben, also war schon und war damals schon jemand, der weltweit Radiostationen gebaut hat. Also der hat gar nicht mehr von Musik gelebt, sondern der hat halt und Mikrofone, alte Mikrofone hat er so modifiziert, dass so Leute wie Mick Jagger und Peter Gabriel dann diese Teile für viel Geld gekauft haben. Und der hatte halt ein Studio, ein bisschen außerhalb von Berlin und ist da halt nie dazu gekommen, Musik zu machen. Und hat mich dann mitgenommen, da an einem Montag. Erst dachte ich, der will vielleicht mir an die Wäsche. Wer macht sowas schon? Und dann sind wir tatsächlich dahin gegangen und dann war so ein Riesenraum voller Geräte. Und dann hat er mir so einen Drumcomputer gezeigt von Yamaha und meinte, hey, das macht das und das. Du kümmerst dich darum, ich mache hier alles andere, wir nehmen das auf DAT auf, schauen wir mal. Dann haben wir das gemacht und hat auch irgendwie einigermaßen Spaß gemacht, weil ich wusste ja nicht, was ich da gemacht habe. So, das war irgendwie schon ein bisschen sehr rudimentär. Dann hat er am Ende das Ding unplugged und so ein Manual da drauf gepackt und mir gegeben, meinte, hey, nächstes Mal möchte ich, dass du besser irgendwie Bescheid weißt. Und dann haben wir das 2-3 Mal gemacht und er hat aber tagsüber gearbeitet, ich habe nachts gearbeitet, das passt ja nicht von dem Timing her. Und ich habe damals mit meiner Freundin in Schöneberg gewohnt, in so einer 2-Zimmer-Wohnung. Und dann kam ich nach Hause und dann hatte sie so ein komisches Lächeln so im Gesicht. Ich so, was ist denn los? Und sie so, ja, Andreas hat angerufen. Und dann meinte ich, ja, was hat er gesagt? Also, er hat mich gefragt, ob er das ganze Studio hier bei uns in die Wohnung abstellen kann, weil er will seine Wohnung da loswerden. Und ich so, und was hast du gesagt? Und sie so, ja, ich habe ja gesagt. Und dann, das war dann, also wie Weihnachten und Silvester zusammen so. Ich hatte auf einmal, und dann hat er auch das ganze Zeug mit mir dahin geschleppt, angeschlossen. Jetzt Moment mal, geschenkt oder? Ich erzähle dir, kommst noch drauf? Ich komme noch. Okay. Er hat das hingebracht, hat es alles angeschlossen, klar gemacht, dass alles funktioniert, hat mir so viele Manuale, Betriebsanleitungen in die Hand gedrückt und die habe ich dann nachts immer so studiert und dann versucht so das war ja so ein riesen Mixer und Sampler und Analoggeräte, Digitalgeräte, you name it. Und dann habe ich es war 1995, glaube ich. Und 1996 habe ich dann meine erste Platte. 94 war das. 2 Jahre später habe ich meine erste Platte
die war komplett mono, weil ich gedacht habe, ich muss alles auf 12 machen, weil der Mastering-Typ meinte, also, ey, das ist ja geil, das ist ja alles mono. Also ich hatte gar keine Ahnung, was ich da mache, habe einfach gemacht. Habe dann aber 4 Tracks gemacht. Und witzigerweise haben die auch dann, also viele Leute fanden die gut. So. Und der hat dann, um zu dem Thema zu kommen, ob er es geschenkt hat. Der hat es mir nicht geschenkt, der hat aber 20 Jahre später die Dinger, als er eigene Kinder bekommen hat er gesagt, ich würde gerne denen mal jetzt, und ich war auch schon längst nicht mehr ich habe nicht mehr mit denen gearbeitet, mit den Geräten, weil ich ja viele digitale, und es war einfach, wir hatten so 2 analoge Geräte von Roland, so System 100 und so, das habe ich so widerstrebend zurückgegeben. Leider ist er vor 3 Jahren im Schlaf einfach gestorben, der Gute. Also der hat mein Leben geändert. Ich habe ihn immer mal, als ich ihm das letzte Stück gegeben habe, sind wir zum Libanesen gegangen, bei mir um die Ecke, und dann meinte ich, Andreas, warum hast du das gemacht? Du kanntest mich doch gar nicht. Und er meinte, ich habe gute Menschenkenntnisse, ich wusste, dass du das Beste daraus machst. Und er war wie ein Engel in meinem Leben. Also als ich gesehen habe, dass er gestorben ist, habe ich Rotz und Wasser geweint. Das passiert bei mir nicht selten, nicht oft, dass ich so schnell emotional, aber das war schon sehr, und ich habe den noch nicht oft gesehen. Also ich habe den in 20 Jahren, habe ich dann vielleicht 3-4 Mal gesehen. Und ja, aber schade, dass so Leute, die so viel Gutes tun, das hat er ja nicht nur bei mir gemacht, hat er unheimlich viel Gutes gemacht. Und dass die dann einfach so im Schlaf sterben und dann irgendwelche Diktaturen ewig leben, das verstehe ich nicht. Ja, gut. Ist, ist glaube ich, jetzt was, wo man auch wirklich nicht einordnen kann. Nee, es gibt einfach keine Gerechtigkeit so richtig. Ja, okay. Na, ich weiß nicht, ja, klar. Das Universum ist einfach. Es ist nicht so, dass da jemand sitzt und dann so, ja, der hat Gutes gemacht. Hm. Vielleicht ist er auch einfach, ich meine, im Schlaf sterben ist ja auch was Schönes. Auf jeden Fall mal besser als irgendwie mit irgendeiner schweren Krankheit genau. In Schmerzen irgendwo Monate oder noch länger einen Sterbeprozess zu haben. Genau. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt das, was man gerne hätte. Ja, von daher, okay. Du hast gesagt, Universum, ist das ein Teil von deinem Glaubensbild? Ich bin tatsächlich, habe das gestern mit meiner Tochter besprochen, ich mag Religionen nicht, also alle. Die sind mir relativ scheißegal. Aber ich glaube schon, dass da irgendwie, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, Gott, Universum, aber irgendwas ist da und es ist irgendwie mehr als das, was wir so spüren, so, glaube ich. Aber ich bin da Agnostiker, ich weiß das nicht. Ja, ich frage da ja immer gern so nach dem Bauchgefühl. Bauchgefühl, über das redet fast jeder. Einfach mal so, ich habe das Bauchgefühl so und so und es leitet mich so und so oder es hilft mir bei der Entscheidung so und so. Und dann für mich immer die Frage, okay, was ist jetzt das Bauchgefühl? Wie ordnest du das für dich ein? Wo kommt es her? Ja, also das ist alles viel zu schön, als dass das irgendwie zufällig. Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, was los ist. Das kann ich auch ganz entspannt sagen. Ich versuche, ein guter Mensch zu sein. Und mehr ist da irgendwie für mich nicht drin. Ich bin ja komplett traumatisiert vom Islam zum Beispiel. Manchmal auch vielleicht zu hart. Aber das hat halt mit dem ganzen Quatsch zu tun, was wir erlebt haben. Ja. Das ist ja keine Phobie.
wir sind traumatisiert. Und ich glaube, Christen vor 500 Jahren sind auch traumatisiert gewesen. Mit dem ganzen Hexenverbrennen und was weiß ich, was sie alles angestellt haben. Ja, Kreuzzüge beispielsweise. Kreuzzüge, da kann man streiten darüber, was da los ist. Ja, also die wurden ja quasi attackiert von Moslems und waren quasi so eine Art Gegenreaktion. Ist das jetzt, keine Ahnung, ich habe mich nie damit beschäftigt, aber ich habe da neulich so einen Beitrag darüber gehört, dass das irgendwie so, dass das quasi eine Reaktion war auf eine Attacke. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht, aber meistens, es gibt immer zwei Seiten ja, bei jeder Geschichte. Das ist auch so eine Dualität hier auf der Welt und in der wir leben. Das sind immer so zwei Seiten, du jetzt Gut und Böse nimmst oder jetzt hier mit den Religionen, was auch immer du hernimmst. Ja. Also ich empfinde es zumindest mal so. Du hast Verbindung über die Jahre weg zu deiner Familie im Iran. ja. Jetzt auch die viele letzten Jahre, weil ich glaube, du hast ab und zu mal gesagt, ihr habt gesprochen oder telefoniert. Nee, jetzt also seit dem Internet ist es natürlich komplett, also fast täglich Videocalls. Jetzt oder auch schon die letzten Jahre? Die oder? letzten Jahre schon so. Ja, okay. Also mit Internet hat sich das alles Gott sei Dank geändert. Das heißt, also erstmal, wie war denn es im Iran, sag mal, die letzten Jahre? Oder zumindest mal den Zeitraum, ich meine, während du hier warst, wie lief es denn dort weiter? Ich bin ja quasi 17 Jahren konnte ich nicht zurück nach Iran und bin dann 2002 das erste Mal dahin und es war irgendwie unheimlich beängstigend, weil ich dachte, ey, was machen die mit mir, wenn ich da ankomme, keinen hat es interessiert. Und es ging so, ich bin dann immer eigentlich jedes Jahr dahin und war auch schön und so. Und dann 2009 gab es erstmal diese grüne Bewegung und dabei bin ich auch zufällig also ich bin eine Woche vor den Wahlen da nach Iran und eine Woche später dahin. Können wir mal ganz zurück. kurz, war das Land in der Zeit stabiler? Es war relativ stabil, also diese Inflation, das ist ja ein Resultat von Jahrzehnten von Missmanagement. Also die Iraner haben immer mit Korruption und Inflation gekämpft, aber irgendwie haben die sich doch zusammengerissen und haben gesagt, ja, lass mal, kriegen wir schon hin. Gab es aber aus meiner Sicht, in meiner Biografie, 2009 war das erste Mal, wo ich auch in Teheran auf die Straße gegangen bin und demonstriert habe, obwohl die da irgendwie obwohl es klar war, dass sie da irgendwie Gewalt anwenden. Ich bin dann eine Woche danach weg und dann ist es komplett eskaliert, haben die auch Tausende von Menschen umgebracht. Und diese Proteste, die sind dann immer schneller in den letzten Jahren geworden. Also die Frequenz hat sich immer verdoppelt. Und jetzt in letzter Zeit waren es ja nur noch Monate und Wochen geworden. Jetzt nach diesem Massaker haben die ja 5 Wochen später haben Studenten wieder, ich weiß nicht, woher die diesen Mut nehmen, aber haben dann protestiert. Das heißt, diese Unzufriedenheit hat sich wie so eine Spirale zugespitzt. Was jetzt, und dann bis zu dem Punkt, überleg mal, wie verzweifelt Menschen sein müssen, dass die nach einem Trump schreien, der sich befreit. Mhm. Die hatten keine andere, die wurden nur mit Gewalt konfrontiert. Diese Islamische Republik hätte auch einen ganz anderen Weg einschlagen können. Anstatt unsere Gelder zu nehmen und in Gaza und in Hisbollah und in Houthis und in Syrien zu verballern und irgendwie nur Terror. Die hätten auch einfach das Land aufbauen können.
dann hätte keiner gegen die demonstriert. Davon bin ich überzeugt. Hätten die ein florierendes Land, die Leute sind ja nicht bescheuert, hätten die das hingekriegt, hätte keiner was gesagt. Aber die sind einfach, die schaffen es, dass ein Land, was auf Öl schwimmt, Benzin importieren muss. Und ein Land, was locker mit Solarenergie komplett alle Energiesorgen beseitigen könnte. 1 Billion haben die reingeballert in den Jahren in diese in das Atomprogramm. Was klar war, dass die das niemals erlauben werden. Also wie bescheuert, wirklich. Also. Okay. Ja, okay. Und das heißt, es hat sich zugespitzt. Trump und Israel kamen jetzt rein. Ja. Und das, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, haben das jetzt auch viele befürwortet dort. Nicht alle natürlich. Oder ja. wie ist das einzuordnen? Ich glaube, guck mal, die schalten komplett das Internet immer ab. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht so wissen, was los ist. Aber aus meiner Sicht, nach diesem Massaker haben die Iraner keinen anderen Ausweg gesehen, als dass eine fremde Macht diese Leute so bekämpft, dass sie endlich eine Chance haben. Weil die haben einfach mit Kriegsgeräten auf die Menschen geschossen im Iran. Und das, was jetzt dieser Krieg, wir wissen, also ich persönlich bin so hin und her gerissen, ich will, dass die Mullahs weg sind. Ja? Ich weiß aber nicht, ob das jetzt gerade passiert oder nicht. Wir haben alle wir sind hoffnungsvoll, aber es ist natürlich total schmerzhaft, dass meine Mutter nicht schlafen kann, weil dann um sie herum die ganze Zeit Bomben fallen. Meine Schwester genauso, meine Freunde. Keiner will das ja, aber die Typen haben das so, was sind solche Großmäuler? Ja? Die haben, ja, wir machen Tel Aviv platt, wir errichten eine Moschee im Weißen Haus. Die haben nicht ein Flugzeug abschießen können. Der Himmel vom Iran gehört den Israelis. Und das ist halt es ist so schmerzhaft, dass die so viele Menschenleben bereit sind zu opfern für ihre komplett kaputte Ideologie. Komplett kaputt. Wir Iraner wollen eigentlich nur feiern. Wir lieben das Leben, und diese Leute, die uns da regieren, die lieben den Tod. Das ist diese gesamte des Schia-Islam ist ja die verherrlichen ja alles, was mit dem Tod zu tun hat. Und wir Iraner wollen aber nicht die ganze Zeit mit allen kriegen und alle bedrohen. Ich will nicht Tod Amerika und Israel sagen. Und dass dieser Krieg, so schmerzhaft er ist, kann sein, wir hoffen, dass er diese Mullahs wegfegt und dass die Menschen endlich eine bessere Zukunft für sich bauen. In Frieden mit den ganzen Regionen und mit dem Rest der Welt. Weißt du, wie viel Opportunities Iran hätte, wenn die nicht die ganze Zeit kämpfen würden mit allen anderen? Die haben gar keinen Handel mit ihnen. Na, prinzipiell müsste es eigentlich ein reiches Land sein, oder? Allein nur wegen den Ölreserven, oder? Ja, seltene Erden, Gas, Erdöl. Ja. Wir könnten so viel Tourismus haben. Dann kann man das alles vergessen mit dem Öl. Mhm. Es ist ein riesen kultiviertes Land, was unheimlich viel Geschichte hat. Ich verstehe das nicht. Ich habe das nie verstanden, dass die da immer so viel... Ja, es ist doch Persien und Persisches Reich, oder?
Ja. kommt doch daher. Genau. Also Ist doch genau der Landstrich, gell? Genau. Ja. Aus den Zeiten müsste relativ viel Kultur auch da sein, oder? Ja, sind auch wunderschöne Bauten. Und im Iran kannst du im Dezember oben Skifahren gehen, bester Schnee, und im Süden baden gehen. 1 Stunde Flug. Das ist eigentlich ein perfektes Land für Tourismus, ja. Aber die haben die wenigsten Touristen weltweit im Ratio zu der Bevölkerung, ja. Das ist, also ich verstehe das nicht. So ein tolles Essen auch. Oh, Essen wäre mal noch interessant. Wir kochen ja ganz gerne, also Freunde, ich finde es immer toll, zusammen zu kochen und zusammen zu essen. Ich glaube, das ist in der Kultur auch sehr ausgeprägt, gell? Ja, fände ich toll. Da müssen wir uns nachher mal noch unterhalten. Ja. Ja, okay. Also das bedeutet, Hoffnung ist da, dass es besser weitergeht. Es kann nicht viel schlimmer werden. Also es kann schlimmer werden, aber die haben das Land wirklich ruiniert. Und die Menschen, ich habe vorhin, bevor diesem Gespräch, habe ich von Iran eine Message bekommen, von Leuten, die mitten im Teheran sind. So, wir wollen, dass dieser Krieg erst vorbei ist, wenn die Islamische Republik zusammengebrochen ist. Und ich weiß, es ist echt hart, aber die haben uns keine andere Wahl gelassen. Die haben es selber gewollt. Und auch man sieht ja auch, guck mal, diese Leute dürfen keine Atomwaffe in der Hand halten. Die haben ja komplett alle Länder angegriffen jetzt. Israel und Amerika greifen die an, die schießen alles drumherum. Alles ist muslimische Länder. Ja, klar. Wie ist es denn mit deiner Familie dort? Also habt ihr aktuell Kontakt? Ja, also wir versuchen das, also Texte kommen durch, nicht immer, aber wir versuchen auch Videocalls zu machen. Das kommt immer darauf an, ob die gerade das Internet abschalten oder nicht. Und ja, aber die sind okay, Gott sei Dank. Okay. Schön. Ich hoffe, es bleibt so, ja. Und es geht auch gut weiter. Ich hoffe, dass das irgendwie ein gutes Ende hat, dass so schmerzhaft das auch jetzt ist. Okay. Wir werden es erleben. Ja, wir werden es sehen, ja. Okay. Ich glaube, wir gehen nochmal die Kurve zur Musik. Ja. Am Ende, weil das Thema Krieg, Kriegsgebiet so schwer, und so, ne? Das ist schon echt ein schweres Thema. Ja, und ja. gerade mit Tut mir auch leid, aber es ist unsere Realität. Ja, genau, ja. Das ist unsere Realität, ja. Und dort im Iran, also so wie du es auch beschreibst, geht es schon ziemlich, oder ist einfach ziemlich heftig. Ja. Also man kann sich das hier, wir sitzen hier im schönen sonnigen Berlin gerade, man kann sich es einfach nicht vorstellen. Nee. Überhaupt keine Vorstellung, wie das sein kann, was du hier beschreibst, ja. Ja, also man sich mal so versucht, da in die Situation zu versetzen, da wird es ziemlich schnell. Ja, es ist, ich habe neulich mit einem Freund gesessen und habe gerade so ein Video geguckt und er so, du, ich ertrage das nicht, ich muss jetzt weg. Und ich verstehe ihn, aber das ist halt, wir machen das jetzt seit 3 Monaten durch, jeden Tag. Und ich sehe Sachen, die keiner sieht. Also, und das ist echt eine harte Nummer. Ja, okay. Also, die Iraner lieben auch das Schöne und wie wir eigentlich alle so prinzipiell, wir lieben das Leben, ja, und ich glaube, das verbindet uns auch. Ja, und vor allem Musik verbindet so schön. Und vielleicht hast du noch eine schöne Geschichte aus deinen Gigs. Du hast ja, oder jetzt zumindest mal, ich glaube, in vielen Hotspots der Welt aufgelegt, von Dubai
bis Kanada, Südamerika. Da liege ich ganz richtig, oder? Ja, alle 5 Kontinente. Überall, ja, okay. Was ist so hängen geblieben, als wenn ich dich frage, wo war es wirklich richtig cool oder was du so drumherum erlebt hast? Also meistens ist es ja nicht nur der Gig selber, sondern wenn man in ein anderes Land kommt, passieren ja manchmal auch noch andere Sachen. Also abenteuerlich ist es immer in Russland. Da passieren die wildesten Sachen. Und was immer sehr toll war, und leider bin ich lange nicht mehr hin, ist Beirut. Beirut ist für mich nach Berlin somit die Hauptstadt von elektronischer Musik, was Clubs angeht. Also Wahnsinn. Macht immer Spaß. Die sind ja auch in so einer ähnlichen Situation, dass man weiß nicht, was morgen los ist und die feiern dementsprechend. Ja, wären wir jetzt auch nicht drauf gekommen. Also Beirut mit Berlin zusammen also zumindest diesen Vergleich zu haben. Also sind die besten Clubs findet man da. Und dann haben die haben auch so viele Schicksalsschläge. Unser Freund Jade hatte einen Wahnsinnsclub und dann gab es diese dumme Explosion da im Beiruter Hafen. Das Ding ist so einfach zerstört geworden. Mhm. Und jetzt hat er wieder was Neues aufgebaut. Jetzt gibt es wieder Krieg. Es ist einfach. Und aus meiner Sicht, ich will nicht wieder politisch werden, aber es sind immer nur Islamische Republik im Hintergrund, warum da eben die ganze Scheiße passiert. Mhm. Aber was ich dir noch nicht erzählt habe, was einer der Highlights meiner Produzentenkarriere ist, dass ich auch mit Grandmaster Flash produziert habe. Oh, wow. Ja, okay. Also, der war ungefähr 10 Jahre mit dem Musik gemacht. Zum Teil habe ich auch sein Tourmanagement gemacht. Wann war das? Zu welcher Zeit? Das war von 2012 bis 2022. Okay, und wie kam die Zusammenarbeit zustande? Habt ihr euch irgendwo getroffen? Ja, also sein damaliger Manager war mein ehemaliger Booker. Und der war in Berlin, hat so nach so Produzent für EDM gesucht. Und irgendwie haben die alle nur wohl irgendwie viel Geld haben wollen. Und das fand er irgendwie nicht cool. Und dann war ich der Letzte, wo der Manager gesagt hat, also den kenne ich auch noch. Wer weiß. Und dann kam er zu mir ins Studio und das war, in diesem Studio war das der erste Tag, wo ich überhaupt reingegangen bin. Und es hat nichts funktioniert. Und er hat aber irgendwie mitgekriegt, dass ich das doch hinbiegen kann. Und dann daraus hat sich irgendwie diese langjährige Zusammenarbeit ergeben. Das heißt, ihr habt mehrere Tracks zusammen gemacht? Wir haben viele Tracks gemacht, aber der hat die nie veröffentlicht. Okay. Und es gab so 2 Remixe, die der dann für so Filmproduktionen, und wir haben auch, es gibt so eine Netflix-Serie, was er co-produced hat, The Get Down. Ich weiß nicht, ob das so ist, eigentlich ist über seine Figur auch. Also ist auch von Baz Luhrmann, der The Great Gatsby gemacht hat. Mhm. Hat die Serie gemacht und da haben wir auch das war total krass, haben die mir so die Stems gegeben von all den Superhits, so Earth, Wind and Fire, Bee Gees, die hatten alle Einzelspuren von den 70er Jahren. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe die alle gewarpt und dann mit so einem modernen Beat, da haben wir die versehen, damit die dann, das war so die Vorgabe von Baz Luhrmann, der wollte die Originale, aber mit so einem Kick sozusagen. Das heißt, dann hast du Filmmusik gemacht? Naja, also ich habe, was weiß ich, die Musik, die damals lief in den Discos, Bee Gees, Saturday Night Live oder was auch immer, habe ich genommen und modernisiert, mehr oder weniger. Ich würde es nicht Filmmusik nennen. Das war einfach so eine handwerkliche Nummer. Okay.
Dann habe ich es jetzt vorher falsch verstanden, oder? Weil du von Film geredet hast und die Musik hat mal, oder war das denn der Auslöser dafür? Das ist oder? eine Serie und dann in der Serie spielen die Musik von damals, aber wir haben es ein bisschen aufgepeppt. Ja, genau. Also Für mich, ja, also für mich hört sich nach Filmmusik an. Ja, also ich sehe es ein bisschen anders, Ja. ein bisschen anders. Aber ja, also Filmmusik würde ich gern machen, aber das ist so ein mafiöses Feld. Okay. Keine Ahnung, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Ja, das halten die halt zusammen, weil es gutes Geld bringt. Das schützen die alle. Ja. Vielleicht im Iran. Ja, mal schauen. Wieso ist das eine Option, wieder zurückzugehen? Wenn Iran frei ist, auf jeden Fall. Ja, okay. Also mich interessiert auch, also mich würde es wirklich interessieren, dieses Land wieder aufzubauen, weil es ein tolles Land ist und die Leute die verdienen eine bessere Zukunft als das, was sie da irgendwie die ganze Zeit hatten. Und wenn ich da eine Rolle spielen kann, gerne. Also ich glaube, ich könnte auch dafür, aber im freien Iran könnte ich viel auflegen da auch. Ja. Die sind ja hungrig. Das ist so ein bisschen wie nach dem Mauerfall aus meiner Sicht. So, die Leute sind so excited. Sehr schönes Schlusswort. Ja. Dann würde ich, glaube ich, für uns wünschen, dass das so kommt. Ja, Ja, danke. Ich hoffe auch. ja. Und dann lassen wir das so stehen und geben das mal so raus. Vielen Dank. Danke dir für das Gespräch. Danke dir.